Hallo meine Lieben, Tag 9 meiner Weihnachtsgeschenkserie und heute gibt es ein kleines Set und zwar ein Schümli-Pflümli-Set. Was das ist? Naja, es ist eigentlich Kaffee mit Schuss, das wir Schweizer halt einfach gerade in der Winterzeit gerne trinken. Jetzt auch eine kleine Anekdote. Ich war mit einem deutschen Kollegen von der Arbeit an einem Eishockeyspiel, weil ich dachte dann die ganze Zeit, Hotel und Arbeit kann es ja nicht sein. Na, wir nehmen den mal mit. Und er dachte dann, weil ich die Tickets besorgt hatte, er holt die Getränke und fragt mich, ne, was willst du denn zu trinken? Und ich so, ja, Schümli-Pflümli. Hä? Und ich so, Schümli-Pflümli. Hä? Und dann sagt er, na, das ist Kaffee mit Schuss. Und so, okay, gut, geht an die Theke und sagt zu der Dame, ich hätte gern ein Bier und eine Schümli-Pflümli. Und sie so, hä? Ich fand das so cool zum Zugucken, aber naja, auf jeden Fall, ne, Schümli-Pflümli ist eben Kaffee mit Schuss. Das heißt, es ist mit Sahne, Kaffee und dann ein Pflaumenschnaps drin. Und wie ihr so ein Set zusammenstellen könnt und hübsch machen könnt, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, wie das Ganze aussieht, was wir heute machen werden. Das ist eben so eine Box. Hier oben drauf habt ihr ein Merry Christmas Schriftzug und innen drin dann die 3 Fläschchen. Schümli, Pflümli, Kaffee. Schümli ist die Schlagsahne, Pflümli ist der Pflaumenschnaps und Kaffee ist das Kaffee-Instant-Pulver. Und wie ihr sowas machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist der Plotter. Ihr braucht die Standardschneidematte. Das Fine Point Plate ist schon drin. Dann natürlich das Basismaterial. Ich habe hier eine kleine Box gemacht, aber da könnt ihr auch was kaufen. Und das Füllmaterial, das habe ich euch auch schon im Video gezeigt, wie ich das jeweils mache. Und dann eben 3 Fläschchen, die ich dann befüllen werde und auch mit, wo ich eine Etikette drauf bringe. Dann habe ich ein Etikettenpapier. Das ist eine ganze A4-Seite, wo nicht die einzelnen Etiketten geschnitten sind, sondern wirklich das ganze Papier ungeschnitten ist. Das kriegt ihr ganz einfach in jedem Bürobedarf-Laden. Dann habe ich den Fine Point Pen, der auch im Paket mit drin ist. Und ich habe Vinylfolien. Einerseits Gold, das gibt einen Schriftzug auf der Box. Und dann habe ich eine matte Vinylfolie, die habe ich neu. Ich weiß gar nicht, wieso ich das bis jetzt noch nie gekauft habe, aber um euch einen Unterschied zu zeigen, das ist schon extrem cool, weil das hier ist die glänzige, ganz normale Vinylfolie und das hier ist die matte. Und der Effekt ist halt einfach extrem cool. Das sieht dann wirklich aus, als ob es quasi geschrieben wäre. Also die ist wirklich super cool. Die verwende ich. Und dann habe ich noch Transfertape. Da verwende ich ganz einfach das von Cricut heute. Zudem, was ich auch noch auf dem Tisch habe, ich mache das jeweils so, dass ich so ganze Sheets mit verschiedenen Formen, ich habe Kreise, Herzen, Sterne, und das verwende ich jeweils, um Sachen zu verschließen. Und hier wird es so sein, dass die Box ringsherum, damit ich die befestigen kann, kommt hier an den 4 Seiten ein Kreis drauf, um die dann zu verschließen. Jetzt zu den Etiketten selber. Na, wenn ihr schreibt und keine Schreibschrift per se verwendet, dann sieht es jeweils so aus. Das heißt, ihr kriegt eigentlich nur die Kontur von diesem Schriftzug. Und auch bei den Sternen. Wenn euch das gefällt, das könnt ihr so lassen. Ich habe dann eine Variante ausprobiert, wo ich das dann ausgefärbt habe, aber das Resultat ist jetzt nicht wirklich überzeugend. Dann habe ich eine Version gemacht, wo ich dann nur den Schriftzug mit der matten Folie ausgeschnitten habe. Naja, kann man auch so machen, aber das, was ich euch heute zeigen werde, ist diese Version. Das heißt, ich habe das Etikett mit der KissCut-Technik. Das heißt, KissCut ist, wenn es nur das Label schneidet, aber nicht das Hintergrundmaterial. Das ist komplett ungeschnitten. Das mache ich und dann habe ich mit dem Stift, werde ich einfach nur die Kontur um das Label herum
schreiben und alles andere, die Sterne, der Schriftzug, das werde ich mit der matten Vinylfolie ausschneiden und dann da drauf bringen. Das ist somit die Version, die wir heute machen. Aber eben, je nachdem, was euch besser gefällt. Das einfachste logischerweise ist das hier, aber naja, kann gefallen, muss nicht gefallen. Ich werde die Version verwenden. Und dann brauchen wir natürlich auch noch den Cricut Design Space und damit starten wir jetzt auch gleich. Ich habe schon ein Projekt vorbereitet, aber ich werde euch zeigen, wie ich die einzelnen Sachen gemacht habe. Vielleicht gleich zum Label. Da habe ich ganz einfach im Cricut Access. Gehe hier kurz auf die Favoriten, weil ich mir das markiert habe. Da habe ich dieses Dry Erase Pantry Labels genommen, einfach nur um diese Außenform zu haben. Das ist alles, was ich davon brauche. Und dann gehe ich mal auf mein Projekt. Ihr würdet hier jetzt einfach ein neues erstellen oder eben über das Label das öffnen und bearbeiten. Ich gehe jetzt hier auf meins drauf und sage anpassen. Was ich gemacht habe, ich habe dieses eine Label dann genommen, davon eine Kopie gemacht und das in der Größe einfach entsprechend angepasst. Ich kopiere das kurz, um euch das zu zeigen. Und wenn ihr guckt, ich habe ein inneres Label und ein äußeres Label. Das sind zwei. Außen, innen. Beim äußeren habe ich gesagt, das soll es schneiden. Und beim inneren, und da habe ich ganz einfach die Größe angepasst, damit es da dann entsprechend reinpasst. Und als ich die Größe richtig angepasst habe, habe ich dann noch gesagt, ausrichten und zentriert. Und dann habe ich eben beim Äußeren gesagt, es soll schneiden und beim Inneren habe ich gesagt, es soll zeichnen. So habe ich diese Labels erstellt. Und dann habe ich die natürlich wieder verbunden, damit ich hier ein Element habe. Und dann habe ich Sterne genommen und die natürlich massiv kleiner gemacht. Und davon einfach mit Ctrl+C, Ctrl+V 2 Kopien davon gemacht und 2 davon in etwa da, wo ich die platziert haben will. Und dann markiere ich alle, indem ich klicke auf das erste und dann halte ich die Shift-Taste und drücke auf die anderen beiden. Und dann kann ich hier bei Ausrichten sagen, einerseits vertikal zentrieren und dann kann ich sagen, horizontal verteilen und dann haben die wunderbar denselben Abstand. Die habe ich dann verbunden, damit ich da eine Gruppe habe, habe Ctrl+C, Ctrl+V gemacht, um eine zweite Gruppe zu haben und das unten platziert und dann wieder alle Elemente markiert und auch hier wieder gesagt, horizontal zentrieren. Dann habt ihr schon mal das. Der Schriftzug, da habe ich ganz einfach Text eingegeben und gesagt zum Beispiel Schümli. Und dann die Schriftart ausgewählt. Ich habe hier in meinen Systemschriften ein paar, die mir gefallen und die ich sehr oft verwende. Hier nämlich Atocha. Das ist eine Schrift von Adobe, aber ihr findet in dafont.com oder fontscrill.com findet ihr wunderbar auch solche Schriften oder eben in den Cricut Schriften drinne. Ich arbeite halt einfach mit den Schriften, weil ich die über Adobe sehr oft verwende. Jetzt, bevor ich den hier weiter bearbeite, mache ich kurz Ctrl+C, Ctrl+V und zwar zweimal, weil ich habe 3 Sachen, die ich schreiben will. Das eine ist Schümli, das andere ist Flümli und dann haben wir noch eins mit Traffi. Weil dann habt ihr die Gewährleistung, dass alle gleich groß sind. Und jetzt müsst ihr die einzeln bearbeiten. Das heißt, ihr zerlegt die in Buchstaben und dann schiebt ihr die so ineinander,
dass sie sich überlappen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr den nicht verbinden, weil mit verbinden würdet ihr nur die Relation oder die Platzierung verbinden oder festlegen und es würde euch hier vom Ü, das würde dann in den M reinschneiden. Ihr müsst es hier wirklich verschweißen. Und das mache ich kurz auch noch mit den anderen beiden. Weil jetzt habt ihr alle gleich groß und könnt alle 3 markieren und die jetzt in der Größe anpassen, weil dann passt ihr alle genau gleich an und nicht, dass die dann am Schluss unterschiedliche Größen haben. Und ich gucke jetzt mir das Schümli-Element an und dass das hier schön reinpasst. So in dem Stil und dann könnt ihr das eben auch mit den anderen beiden machen, wenn ihr diese Basisform auch mit Ctrl+C, Ctrl+V zweimal kopiert habt. Wichtig hierbei ist einfach, dass ihr das dann mit den Sternen A zentriert und B vertikal verteilt, damit das wirklich alles schon sitzt und dann das Ganze verbindet. Das ist auf Schneiden gesetzt und hier gebe ich eine graue Farbe drauf, damit ich weiß, das ist mein mattes Schwarz. Das würdet ihr auch mit den anderen beiden machen. Und die Platzierung per se hier spielt keine Rolle. Es muss einfach, dieses Element muss zusammen sein und dieses Element muss zusammen sein. Und das kann man dann ausplotten. Und was ich dann zusätzlich noch gemacht habe, ist einfach ein Merry Christmas Schriftzug. Der ist per se gleich wie die anderen Schriften. Und da habe ich das dann auf Gold gesetzt, weil ich will, dass die Label-Hintergründe ist ein Arbeitsschritt zum Ausplotten. Die Schriftzüge mit den Sternen, das ist ein Arbeitsschritt. Und dann das wird eben die Goldfolie sein und deshalb muss das auch separat sein. So habe ich jetzt die notwendigen Elemente, um das ausplotten zu können. Deshalb gehe ich hier auf Herstellen. Und jetzt seht ihr, dass es das eben schön auf die Matten verteilt. Ich habe hier meine 3 Schriftzüge, die passen. Dann habe ich den Merry Christmas Schriftzug, der passt auch. Und bei den Labels, ich habe eine A4-Seite, die geht auf 21 cm und deshalb muss ich hier eines der Labels nehmen und das nach unten verschieben. So, und jetzt starten wir mit dem ersten. Da gehe ich auf Weiter. Dann sagt er mir, ich soll das Material auswählen. Und das erste ist dieses matte Schwarz, ne? Die Vinylfolie, und da habe ich mir ein Material angelegt, das habe ich genannt Vinyl Black Matte. Wie könnt ihr sowas machen? Ihr geht einfach auf alle Materialien durchstöbern und geht hier unten auf die Materialeinstellung und da ganz unten könnt ihr neues Material hinzufügen. Und dann könnt ihr dem einen Titel geben. Ich mache jetzt mal Test, sagen Speichern. Und dann könnt ihr eben sagen, mit welchem Blade muss es geschnitten werden und dann eben auch den Schneidedruck. Und wenn ihr euch da entschieden habt, ich mache das jeweils so, dass ich für mich einfach in Klammern kurz reinschreibe, was der Schneidedruck ist und das dann speichere. Und wenn ich dann da wieder rausgehe und alle Materialien durchstöbern gehe, dann habt ihr eine Kategorie, die heißt My Materials. Und das sind genau die, die ihr selber angelegt habt. Und hier seht ihr jetzt eben auch dieses Test und da könnt ihr dann einen Stern drauf geben, damit es euch am Anfang immer anzeigt. Das mache ich jetzt nicht und ich werde das Material nachher auch wieder löschen, weil das nur ein Test war.
aber einfach um euch zu zeigen, so könnt ihr damit arbeiten. Ich habe eben das Material schon angelegt und diese schwarze matte Vinylfolie, die schneide ich mit einem 125er Druck und dann sagt er mir, ich soll die Feinschnittklinge laden und die Matte laden. Dann braucht ihr da einfach ein Stück von dieser Folie, was genug groß ist. Das könnt ihr laden. Die Fine Point Klinge habe ich schon drin und dann kann ich hier einfach sagen, loslegen. Wenn er fertig ist, sagt er euch das auch, dann fängt er an zu blinken und dann könnt ihr die rausnehmen. Als nächstes kommen wir zur Matte, wo die Goldfolie drauf ist und da muss ich ein anderes Material auswählen. Ich habe mir hier eins angelegt, Vinyl Heavy Gold, was mit einem 150er Druck schneidet. Und dann sagt er auch wieder Feinschnittklinge laden und die Matte laden. Das heißt, ich nehme hier die Goldfolie und gebe die rein. Und dann kann ich lossagen. Wenn er fertig ist, kann ich das auch wieder rausnehmen. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu den Labels. Und da muss ich jetzt das Material wieder ändern. Da habe ich mir auch eins angelegt, nämlich eben diesen Sticker KissCut mit einem Druck von 125. Und da sagt er jetzt, ich muss den Stift in die Klemme A reingeben, die Feinschnittklinge in die Klemme B und dann die Matte laden. Das heißt, da gebe ich dieses Etikettenpapier drauf und gebe das in den Plotter. Und dann muss ich noch den Stift in die Klemme A reingeben. Und da jetzt nicht extrem fest drücken, aber ihr hört es auch, wenn er klippt. Und so ist er schon drin und wir können loslegen. Wenn er fertig ist, könnt ihr die Matte rausnehmen und da auch den Stiftfieser rausnehmen und den wieder verschließen, damit der nicht austrocknet. Und das war auch schon alles, was wir mit dem Plotter machen mussten. Vergesst nicht, euer Projekt zu speichern, wenn ihr damit fertig seid. Und ihr merkt, mein Blatt sieht gerade ein bisschen anders aus als das, was ich angeplant hatte, weil ich habe hier bei der ersten Etikette die innere Linie als Schnittlinie definiert und vergessen, die als Zeichenlinie zu markieren. Von dem her musste ich da noch ein zusätzliches machen. Nicht, dass ihr euch wundert. Was ich euch vorhin unterschlagen habe, war, wir brauchen noch 3 Sachen mehr. Schere, Entgitterungstool und Rakel. Die hatte ich ganz vergessen. So, jetzt können wir auf die Labels die Schriftzüge auftragen. Und wenn ihr meine Videos bis jetzt schon länger verfolgt, dann wisst ihr, ich mache eigentlich immer zuerst entgittern und dann übertragen. Ich habe hier aber einen sehr filigranen Schriftzug und auch die Sterne und die I-Punkte sind sehr klein. Und deshalb mache ich diesmal das unterschiedlich. Das heißt, ich gehe direkt mit der Übertragungsfolie auf das komplette Element und mache das hier kurz ein bisschen fest. Einfach damit alles auf dem Übertragungselement haftet. Und erst jetzt ziehe ich die Folie ab. Das mache ich aus folgendem Grund. Diese Folie hier, die ist so ein bisschen, die hat eine Beschichtung drauf, damit es nicht zu fest klebt. Und dadurch kann es passieren, wenn ihr entgittert, dass die Sachen dann an der Folie haften bleiben, zum Beispiel der I-Punkt, und gar nicht hier drauf bleiben mit dem Rest des Schriftzuges. Deshalb mache ich das manchmal, gerade so bei kleinen Sachen, mache ich das unterschiedlich. Das heißt,
Oder anders. Das heißt, ich habe das jetzt auf dem Übertragungsmedium drauf und jetzt ziehe ich das, was ich entgittern würde, ziehe ich jetzt weg. You make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't. Und so seht ihr, habe ich wunderbar die Sterne und den I-Punkt, das haftet dran. So, jetzt kann ich eines der Labels nehmen und das hier einfach schön mittig drauf geben. Und kann die Übertragungsfolie wieder ablösen. Und so habt ihr das wunderbar auf dem Etikett drauf. Das mache ich jetzt auch noch mit den anderen beiden. Was ihr beim Abziehen natürlich beachten müsst, ist, dass ihr die Vinylfolie jetzt nicht so umlegt, dass die dann auf der anderen Seite klebt, sondern die so ein bisschen nach oben zieht, dann geht das. Ich weiß, es ist ein bisschen eine spezielle Art zu entgittern, aber wirklich, ihr seht jetzt hier mit den Ü-Pünktchen, die sind so dermaßen klein, dass diese Variante wirklich besser funktioniert. Und jetzt können wir die Etiketten auf diese kleinen Fläschchen übertragen. Ich schließe die von beiden Seiten jeweils so ein bisschen ein, damit mir das nicht verrutscht. Und jetzt mit der Kiss-Cut-Technik könnt ihr eben das genau einfach abziehen und der Hintergrund bleibt da. Und jetzt das Ganze schön gerade und mittig draufbringen. Be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile. Und so einfach habt ihr extrem coole Etiketten gemacht. Und das Ganze können wir jetzt natürlich noch befüllen. Wie gesagt, im Schümli kommt Schlagsahne rein, im Pflümli kommt Pflaumenschnaps rein und im Kaffee kommt Kaffeepulver rein. Am besten funktioniert das Ganze zum Abfüllen, wenn ihr da einen Trichter nehmt, weil diese Labels sind, so wie sie jetzt sind, mit diesem Etikettenpapier, sind ja nicht wasserbeständig. Das heißt, ihr könnt es dann auch nicht einfach wieder abputzen. Und jetzt, Schümli, Pflümli, Kaffee. Und da natürlich mit der Schlagsahne, guckt da wirklich drauf, dass ihr die erst abfüllt, kurz bevor ihr das dann verschenkt oder übergibt. Und sinnvoll bei solchen Sachen ist, wenn ihr unten an die Flasche dann auch das Ablaufdatum drauf schreibt, dann wissen die Leute auch, bis wann sie es verwenden müssen. Jetzt kümmern wir uns noch um den Deckel. Den entgittere ich jetzt ganz normal. Die Folie ist zum Entgittern ein bisschen tricky, weil die muss fast ein bisschen gebrochen werden. Die ist extrem robust, wenn ihr euch das anguckt. Das ist eine sehr robuste Folie und deshalb eben eher brechen, als das rauszuziehen. Und jetzt können wir das Ganze auch noch übertragen. Watching you smile, and I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Dann haben wir hier auch die Beschriftung auf dem Deckel drauf. Und so wunderbar eine Kombi mit diesem Merry Christmas oben drauf. Hier schön diese drei kleinen Fläschchen mit den Labels. Und jetzt könnt ihr eben die Box dann noch mit diesen Kreisen auf den Seiten oder wie ihr auch immer das machen wollt, das einfach so befestigen, dass das nicht wieder abspringt. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen.
Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, ich sehe euch morgen, am Tag 10 meiner Weihnachtsgeschenkserie wieder. Bis dann, bleibt gesund. When you're passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish